Also mein Name ist Daniel Gottsmich. Ich bin einer von 3 Gründern von komoot.de, zusammen mit meiner Frau gegründet und mit einem guten Freund 2016 im September gegründet eben. Die Grundidee von Komoot ist relativ einfach erklärt. Ja, wir sitzen im hintersten Eck vom Bayerischen Wald, im Dreiländereck, Tschechien, Oberösterreich und Deutschland. Und wir haben halt eine klassische Werbeagentur nebenbei gehabt und haben halt Design studiert, beziehungsweise Innenarchitektur. Und unser Kumpel kennt sich, sage ich mal, mit dem technischen Schnickschnack sehr gut aus, was Online-Marketing und so weiter anbelangt. Und ich habe zu allem Überfluss sogar noch Holztechnik studiert vor meinem Designstudium in Rosenheim. Und aller guten Dinge sind 3. Das heißt, die 3. Zutat ist eine Rundstabfabrik meines Schwagers bzw. des Schwiegervaters meiner Frau. Und die Grundidee nach 3 Jahren Agenturarbeit war, eben diese Kräfte und diese Zutaten zu einem, ich sage es wirklich, wie es ist, zum Leidenschaftsprojekt zu verbinden. Und die Basis oder der Ausgangspunkt war tatsächlich zu sagen, mit dem Rundstab schöne kleine Designmöbel zu etablieren. Tatsächlich gar nicht so einfach. Also wir sind ja im Endeffekt Gestalter. Wir sind jetzt die letzten 4 Jahre, dass das Ganze läuft, sind wir viel mehr BWLer geworden, als wir es vorher gewesen sind, weil wir sind ja mit einem Gestaltungsfokus an das ganze Projekt rangegangen, eben aus Designsicht richtig schöne Sachen zu machen und eben aus dem Rundstab dieses eher alte und angestaubte Image ein bisschen, ja, wie soll ich denn sagen, aus dem halt was Neues zu machen, modern zu interpretieren. Übrigens gar nicht so einfach. Wir produzieren ja extrem regional. Wir versuchen halt natürlich die umliegenden Schreiner mit einzubinden, die Behindertenwerkstätten hier vor Ort in Freyung. Und da sitzen natürlich auch Leute, die eine gewisse andere Gestaltungsauffassung haben wie wir. Da gab es natürlich einige Reibungspunkte, aber ja, wie man schon so schön sagt, wo Reibung entsteht, entsteht auch Wärme. Und sozusagen haben wir uns wirklich in die warme Stube gestaltet, auch mit unseren Zulieferern. Es gab keine richtige Strategie, um ehrlich zu sein. Wir haben tatsächlich gesagt, das könnte man brauchen. Wir haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, so Marktstudien oder irgendwas anzustrengen. Das funktioniert ja alles gar nicht. Das ist sehr viel Bauchgefühl bei Komoot. Ja, dementsprechend ist halt eine Kollektion entstanden, wo wir gesagt haben, die Produktkategorien an sich finden wir cool und jetzt mal das Produkt XY, wie würde das in einem Rundstab modern interpretiert aussehen? So sind wir eigentlich vorgegangen. Alles kein Hexenwerk, aber am Ende des Tages waren doch auf einmal 18 Produkte gleich zum Einstieg da. Vor lauter Gestaltung haben wir im Endeffekt haben wir es halt laufen lassen, wobei der Fokus auch von Anfang an schon eher auf Kleinmöbel war. Also wir haben jetzt nicht die Schrankwand mit 4 Meter Länge und allem möglichen Pipapo. Wir haben, glaube ich, schon, was Komoot generell als Marke auch mittlerweile auszeichnet, ist diese Simplizität. Auch wieder das typisch Niederbayerische, aus ganz wenig ganz viel machen. Glaube ich, trifft auch mittlerweile der Nerv der Zeit auch ein bisschen, dass die Leute halt einfach auch sowieso den ganzen Tag nur Komplexität haben und einfach abends vielleicht, wenn sie in die Wohnung kommen, das Ding muss funktionieren. Ich mag es einfach gern anschauen und da mag ich nicht irgendwie ganz komplizierte Möbel anschauen.